Vermögensaufbau mit Aktien. Ich stelle euch heute meine Anlagestrategie vor. Herzlich willkommen auf dem Börsenparkett. Und zwar geht es um eine Strategie, die sich hauptsächlich mit dem Dividendenwachstum beschäftigt. Und da möchte ich heute so ein bisschen drauf eingehen, wie meine Strategie an den Finanzmärkten aussieht und ist natürlich für den einen oder anderen von euch sicher auch interessant, um vielleicht auch die eigene Strategie mal zu überprüfen. Wir starten direkt und zwar erstmal mit den Grundannahmen, die ich mir gesetzt habe. Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass ein Aktienmarkt immer in Zykliken verläuft, ja, mit Korrekturen und wieder neuen guten Impulsen, guten Phasen, also von Korrektur zu neuer Hochphase, also von Hosse zu Basse und so weiter. Und langfristig entwickelt sich aber dieser Aktienmarkt bzw. die Weltwirtschaft, die dahinter steckt, positiv. Also das ist mal der Grundpfeiler, den wir brauchen, um eine Investition in Aktien als sinnig erscheinen zu lassen. Ja, noch dazu wichtiger Punkt, ich gehe immer nach dem Prinzip bzw. der Logik der höheren Wahrscheinlichkeit vor. Das heißt, ich bin immer so eingestellt, dass ich mich nicht auf irgendwelche unwahrscheinlichen Krisen, Crashs oder Kriege vorbereite, sondern ich bereite mich nur vor auf die Szenarien, die die höchste Wahrscheinlichkeit haben. Ja, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich jetzt hier einen dritten Weltkrieg habe, dann muss ich sofort meine Aktien alle verkaufen und muss mein ganzes Geld in Gold und Essensvorräte investieren. Das ist meiner Meinung nach Schwachsinn. Also ich versuche hier mit dem höchstwahrscheinlichen Szenario immer mitzugehen. Grundsätzlich gehe ich auch davon aus, dass die Psychologie der Marktteilnehmer eine große Rolle an den Börsen- und Finanzmärkten spielt. Das wird auch im weiteren Verlauf dann noch deutlich interessanter. Und alles bewegt sich grundsätzlich um die fundamentalen Daten, die wir ja auch analysieren, beziehungsweise ich analysiere in meiner Strategie und die spielen eine wirklich sehr, sehr zentrale Rolle und machen ja auch einfach die Kurse an den Börsen. Ja, jetzt kommen wir mal zu den Schlüsselfaktoren für meine Bewertung und meine Strategie. Auf Stufe eins definitiv die technische Analyse, die für mich sogar noch von der Rangfolge her vor der fundamentalen Analyse kommt. Und da kann ich schon mal meinen ersten Filter rausholen und einen Filter über die Aktien legen, die für mich interessant sind. Und da fliegen dann häufig schon Aktien raus, wie zum Beispiel eine Bayer AG etc. oder BASF, also mal zwei deutsche Aktien zu nennen. Und dann, nur wenn meine ja, Bedingungen hier bei der technischen Analyse passen, dann gehe ich in die fundamentale Analyse und nehme mir die Zeit, einzelne Unternehmen ganz genau anzuschauen. Also das ist die Bedingung, damit ich die genauer fundamental analysiere. Für mich wichtig, nur die Mikroökonomie. Was heißt es? Mich interessiert das Geschäftsmodell dieses Unternehmens, was ich hier als interessant befunden habe. Mich interessiert überhaupt nicht, wie die Weltwirtschaft im Moment dasteht. Ja, also wenn ihr am Tag 10 Minuten mit der Weltwirtschaft und Makroökonomie zugebracht habt, dann habt ihr 10 Minuten eures Lebens verschwendet. Das ist meine Meinung. Ich möchte in gute Geschäftsmodelle und in gute Firmen investieren, die auch in schwierigen Fahrwassern ja, eine gute Performance und eine gute Entwicklung hinlegen können. Also deswegen ist mir die Mikroökonomie so wichtig. 5 Minuten am Tag für Makroökonomie völlig ausreichend, aber für mich spielt eben das Business und das einzelne Unternehmen hier die ganz entscheidende Rolle. Grundsätzlich noch die Volkswirtschaft und das Potenzial daraus resultierend. Für mich ist es wichtig, in welchen Aktienmarkt, in welches Land, in welche Volkswirtschaft investiere ich. Bestes Beispiel, die stärkste Volkswirtschaft der Welt ist die USA. Deswegen habe ich mein Portfolio auch auf die USA fokussiert. Ich möchte nicht irgendwelche Emerging Markets oder sonstiges abdecken. Ich möchte hier wirklich die stärksten, also wirklich ja, die besten Volkswirtschaften in meinem Depot mit Einzelaktien abdecken. Ja, die politischen Gegebenheiten spielen also hier in der Rangfolge die niedrigste Rolle. Das kann natürlich auch mal krasser hervortreten, zum Beispiel wenn wir uns China anschauen. Da ist in meiner Strategie zum Beispiel enthalten, China-Aktien sind ein No-Go. Ich habe keine Aktien aus China in meinem Depot und da werden auch mit hoher Wahrscheinlichkeit nie welche aus China reinwandern. Und das hängt aber in erster Linie mit den ganzen regulatorischen Sachen zusammen und weniger jetzt mit der Politik an sich.
aber natürlich resultieren die aus diesen politischen Gegebenheiten und die kommen eben aber hier ganz als letztes und da muss man natürlich dann immer einzeln genau drauf schauen. Jetzt gucken wir auf den ersten Punkt, was ich schon genannt habe. Was mir wichtig ist die technische Analyse. Also mal 5 Punkte, die für mich absolut ausschlaggebend sind. Erstens, meine Aktienauswahl, meine Aktie, die ich kaufen möchte, muss einen langfristigen Aufwärtstrend haben. Beispiel ASML, schauen wir uns gleich noch genauer an. Auf Monatsbasis steigende Kurse, ohne hier die langfristige Trendstruktur zu gefährden. Das Korrekturverhalten und der Zyklus der Aktien muss sinnvoll sein und ich muss es nachvollziehen können, in welcher Wahrscheinlichkeit und in welcher Abhängigkeit eine Aktie wie viel Prozent in welchem Zeitraum korrigiert. Und da muss ein bestimmtes Muster erkennbar sein. Das sehen wir auch bei ASML grundsätzlich, dass hier solche Korrekturen schon alle paar Jahre mal wieder stattfinden. Zusätzlich spielt natürlich ein CRV-Verhältnis, also von Chancen zu Risiken, eine sehr, sehr große Rolle. Wenn ich kein gutes CRV, also eine gute Chance bei relativ niedrigem Risiko habe, dann ziehe ich die Aktie im Moment zumindest für mich nicht weiter in Betracht. Ich versuche also möglichst ein gutes CRV für mich rauszuholen, wenn ich in Einzelaktien versuche zu investieren. Das gleiche gilt auch für die historische Performance. Also ich möchte jetzt keine neu gelisteten Unternehmen in meinem Depot. Ich möchte Unternehmen, die mindestens 5 Jahre schon an der Börse sind. Da kann man natürlich mal eine Ausnahme machen, aber da sollte schon einiges an historischer Performance da sein und zumindest hier mal ein erster Aufwärtstrend etabliert sein, wie wir das jetzt hier sehen in dem Bild rechts. Zusätzlich manage ich auch über die technische Analyse meine Absicherung, was Verkäufe angeht. Sobald hier ein langfristiger Trend bricht, unter diesem Tief zum Beispiel, dann werden gnadenlos die Aktien aus meinem Depot geschmissen, weil damit die Wahrscheinlichkeit weg ist, dass die Aktienkurse in Zukunft eben sich der gleichen Trenddynamik, ja, einfach sich an die gleiche Trenddynamik halten wie aus den letzten Jahren. Und das ist mir dann eben zu risikoreich, weil die Aktie dann eben eine ganz neue Trenddynamik entwickeln könnte, zum Beispiel einen Abwärtstrend. Und ich habe ja in meinen davorigen Analysen und Annahmen eben das festgelegt, dass das meine Grundannahme ist. Das wäre also ein Verkaufssignal beispielsweise, wenn ein Monatstrend gebrochen wird. Ja, um auch mal kurz ein paar Beispiele zu nennen aus meinem Depot, die mit absolut genauer technischer Analyse gekauft wurden, ist zum Beispiel Sherwin-Williams mit einem wunderschönen langfristigen Aufwärtstrend, Old Dominion Frightline vor kurzem und Prologis, habe ich auch schon öfter mal drüber geredet, auch eine sehr, sehr große Position in meinem Depot. Wenn ihr Prologis hört, dann müsst ihr am Börsenparkett denken, dann habt ihr alles richtig gemacht. Aber natürlich keine Anlageberatung an dieser Stelle. Ich generell analysiere hier meine Aktien über TradingView, sollte auch dem einen oder anderen schon bekannt sein aus meinen Videos. Und da befinden wir uns auch jetzt. Also wen das interessiert, gerne mal hier in der Beschreibung die Links abchecken. Da habe ich das auch verlinkt, kann man sich gerne runterladen, ist absolut kostenlos. Ich habe jetzt hier mal den langfristigen Trend eingezeichnet. Also wir haben jetzt hier die Kursphase, in der die Aktienkurse steigen in grün und die Korrekturen in orange. Und wir sehen, dass die Aktie das immer wieder solche Phasen mit drinnen hat, lange bullische Phasen und dann mal wieder so eine Korrektur. Das macht die Aktie also schon sehr, sehr lange. Könnte man noch weiter nach unten ziehen, mindestens bis 2008. Und das ist jetzt für mich eine Grundvoraussetzung, wenn ich in eine Aktie investieren möchte. Also der Chart muss praktisch immer so aussehen, dass neue, höhere Hochs gebildet werden und höhere Tiefs. Das ist meine Grundvoraussetzung. Und jetzt muss natürlich hier dieser Impuls eine Korrektur finden, beziehungsweise dieser Impuls, den wir ja hier schon mehr oder weniger eine kleine Korrektur auch gesehen haben. Und ich versuche in diesen Korrekturen meinen Einstieg zu finden. Und das kann ich auch relativ gut timen. Ich kann jetzt hier historisch gesehen die ganze Länge der einzelnen Bewegungen, die zuletzt in Korrekturen gemacht wurden, einfach mal stumpf messen. Und dann stelle ich fest, dass wir in den letzten Korrekturen immer so zwischen 30 und 50% korrigiert sind. Und somit kann ich für mich festlegen, okay, die absolut guten langfristigen Einstiege, die bekommt man so ab einer Korrekturlänge von 25%. Und ab da wird es dann sehr, sehr spannend eben für die langfristigen Käufe. Das bringt einfach die technische Analyse mit, dass ich die Aktie auch ein bisschen besser, ja, sogar die Bewegung etwas vorhersagen kann. Das gilt natürlich einerseits durch die
Trenddynamik an sich über Zeit, aber natürlich auch über die Tiefe der Korrektur. Ja, und für mich ist dann eben auch hier, wenn zum Beispiel der Trend gebrochen würde und wir jetzt hier runterrasseln, wäre das jetzt hier das Verkaufssignal, was ich vorhin schon genannt habe. Und da gibt es natürlich viele weitere zentrale Sachen, die ich mir anschaue, wann eben jetzt hier eine Aktie kaufenswert ist. Das wäre jetzt aber zu viel für das Video, da müsste man da nochmal ganz genau drauf schauen. Aber das ist jetzt hier mal die Grundannahme. Ich versuche in Korrekturen zu kaufen, die ich hier antizyklisch ja, relativ gut analysieren kann und manage meine Position über den Monatstrend. Und solange die Aktie weiter in ihrem Trend läuft, wird auch nichts geändert an irgendwelchen Positionen, irgendwas verkauft etc. Da bleibt alles gleich. Jo, jetzt gucken wir auch gleich weiter. Und zwar möchte ich euch daran erinnern, lasst doch gerne ein Abo da, bevor wir jetzt hier zur fundamentalen Analyse kommen. Macht die Glocke an und lasst mal einen Daumen nach oben da, wenn euch hier das Video gefällt. Dann helft ihr meinem Kanal definitiv weiter. Vielen Dank an der Stelle. Jetzt kommen wir zur fundamentalen Analyse. Ja, fundamentale Analyse, ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil für mich. Sehr, sehr wichtig. Also ich habe auch das Gefühl, dass das bei anderen manchmal ein bisschen hinten runterfällt. Einmal hier zu meinen Grundannahmen. Ja, ich möchte Aktien oder Firmen haben mit einer führenden Marktstellung. Also ich möchte Unternehmen haben wie zum Beispiel Microsoft, die sehr monopolistisch aufgestellt sind oder eben sowas wie Mastercard mit Duopolstellung, die einfach wirklich absoluter Marktführer sind. Die müssen einerseits einen hohen Burggraben haben, dass sie nicht einfach wegrationalisiert werden können oder wegdigitalisiert werden können. Also es ist sehr, sehr schwierig, dann für neue Konkurrenten in den Markt zu kommen. Das einerseits, andererseits müssen die mit ihrem Geschäftsmodell profitabel sein, also Cashflow positiv, erstens. Zweitens, möglichst hohe Margen, möglichst viel Geld mit möglichst wenig Umsatz generieren, logischerweise. Und sie müssen sehr, sehr stabil sein. Also ich möchte keine Zykliker wie zum Beispiel irgendwelche Chemiewerte oder Rohstoffwerte. Das passt nicht zu meiner Anlagestrategie. Ich möchte eine langfristig positive Entwicklung und möchte nicht in diesen zyklischen Aktien oder zum Beispiel Öl, da möchte ich nicht dabei sein. Deswegen sind in meinem Depot auch keine zyklischen Aktien direkt. Genau. Historie und Performance spielt natürlich auch eine Rolle. Also ich möchte jetzt auch keinen Turnaround-Play oder sowas haben, wo wir im Moment in der Krise sind oder in der Krise abrutschen. Für mich immer die Aktien interessant, die eine langfristige Historie haben, eine gute Performance hingelegt haben. Da ist für mich die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass das in Zukunft auch weiter fortgeführt wird. Ja, wo mache ich meine fundamentale Analyse? Einerseits mit GetQuinn, da tracke ich praktisch die einzelnen Depots von mir, um auch die Diversifikation besser abdecken zu können und das so ein bisschen zu analysieren, wie breit ich eben aufgestellt bin. Also auch natürlich wichtiges Tool und andererseits Aktienguide für Dividenden, Scores und Entwicklungen, Vergleichsmodelle, habe ich beides mal in die Beschreibung gepackt. Könnt ihr euch mal anschauen, vielleicht auch ganz interessant, um das in euren Analysen zu verwenden. Grundsätzlich, für mich jetzt hier die wichtigen Kennzahlen bei der fundamentalen Analyse. Einerseits natürlich die Bewertung grundsätzlich, also Kurs-Gewinn-Verhältnis oder Price to FFO bei REITs. Natürlich Umsatz, Net Income, Free Cashflow. Das sind also die grundsätzlichen Income Statement-Zahlen, die für mich eine große Rolle spielen und die Entwicklung muss dann historisch eben auch gut zusammenpassen. Ja, nächste wichtige Punkte natürlich, es muss eine Dividende gezahlt werden. Also meine Strategie ist eine Dividendenwachstumsstrategie. Das heißt, eine Dividende ist eine Voraussetzung für ein Investment. Zusätzlich muss die Dividende schon eine gewisse Zeit bestehen. Also mindestens so 3 Jahre sollten es dann schon sein. Und die Dividendenwachstumsrate, die sollte definitiv höher als 0 sein. Also ich möchte, dass die Aktien hier immer weiter ihre Dividendenauszahlung oder Ausschüttung erhöhen. Ja, die Marge spielt eine wichtige Rolle. Also ich möchte jetzt kein niedrigmargiges Business haben, wie zum Beispiel eine Mercedes oder eine BMW mit 3% Nettomarge. Ich möchte dann schon höhere margige Businessmodelle haben und am liebsten habe ich es, wenn die Margen auch über einen langen Zeitraum immer weiter gesteigert werden kann. Gutes Beispiel wäre hier zum Beispiel MSCI Inc. Genau. Zusätzlich für mich noch absolut wichtiger Faktor, die Shares Outstanding müssen rückläufig sein. Ich möchte hier weiter und immer mehr profitieren von den Aktienrückkäufen, die ein Unternehmen macht.
Das ist jetzt hier kein Must-have, aber ist für mich auf jeden Fall sehr, sehr wichtig anzuschauen, ob man hier als Aktionär deutlich verwässert wird oder eben nicht. Ja, die ganzen Punkte sind jetzt alles keine festen Daten. Da kann mal die Hälfte zutreffen und die andere Hälfte nicht. Also es müssen nicht alle Punkte gleichzeitig auf einmal passen, sondern es kann auch sein, dass mal dann einer vernachlässigt werden kann, weil eben alles andere besser aussieht. Und die Historie generell spielt jetzt in meinem Verständnis einfach eine große Rolle. Ja, die Key Metrics für mich, auf die ich mich festgelegt habe, sind Umsatz- und Gewinnwachstum größer wie 5%. Also man sollte hier schon 5% oder mehr wachsen. Da drin ist aber auch ja, ein bisschen mit reinkalkuliert, was Aktienrückkäufe angeht und was die Margin Expansion angeht. Also wenn die Margen gesteigert werden um 5%, ist das auch in Ordnung. Das ist ja dann auch Gewinnwachstum. Und da geht es eben auch um diesen langfristigen Trend, was ich vorhin schon erwähnt habe. Ja, zudem möchte ich, dass der Free Cashflow sinnvoll eingesetzt würde oder wird. Deswegen wäre es zum Beispiel für mich ein Investment in Secunet nicht sinnvoll, weil das Unternehmen zu stark, also noch stark wachsen soll. Das Unternehmen zahlt aber eine Dividende und das ist für mich nicht sinnvoll, dass das Unternehmen den Free Cashflow nicht in sich selbst investiert, sondern den Gewinn an die Aktionäre ausschüttet. Das ist für mich nicht sinnvoll. Ja, also spielt für mich auch eine wichtige Rolle. Ja, klar, nächster wichtiger Punkt, wie gesagt, Aktienanzahl soll sich reduzieren. Das sehe ich immer sehr, sehr gerne, wenn die Aktienanzahl äh, also langfristig einfach sinkend ist. Klar, Dividende, die soll kontinuierlich gezahlt werden, also schon mehrere Jahre, umso länger, umso besser. Die soll gesteigert werden, jedes Jahr kontinuierlich gesteigert werden. Umso höhere Steigerung, umso besser, auch klar. Und die Unternehmen müssen absolut profitabel sein und stabil. Also wie gesagt, keine Zyklik, hohe Margen, eben einfach sehr, sehr gute Businessmodelle. Ja, was sind so Beispiele für meine Aktien, die ich auch natürlich aus fundamentalen Gesichtspunkten gekauft habe? Microsoft, Lowe's, United Health Group. Also das sind so Beispiele. Microsoft natürlich auch als Wachstumswert, United Health Group ein stabiler Wert, auch mit akzeptablen Wachstumsraten und Lowe's ein Unternehmen mit vielleicht weniger Umsatzwachstum, aber dann eben doch sehr, sehr interessant durch die Dividende und die Aktienrückkaufprogramme, die man fährt. Habe ich aber auch schon zu allen drei Aktien hier mal ein genaueres Video gemacht. Könnt ihr auch gerne mal anschauen auf meinem Kanal. Aber natürlich auch hier keine Anlageberatung, nur mal ein Beispiel hier. Ja, grundsätzlich, was jetzt zur Dividende noch zu sagen ist. Also das spielt bei mir schon noch eine zentrale Rolle, dass eine Dividende gezahlt wird. Ich habe im Moment keine Aktie in meinem Depot, die keine Dividende zahlt. Damit schränke ich mich natürlich schon sehr, sehr stark ein, aber das ist im Moment so und das kann sich aber auch jederzeit ändern. Auf jeden Fall ist mir wichtig, eine Dividende muss gezahlt werden und die muss auch sinnvoll bezahlt werden, also so, dass es den Anteil der Payout Ratio, sagen wir mal zum Beispiel, nicht über 70% hat. Also es muss dann schon eine gesunde Dividendenzahlung sein. Ja, man sollte auch eine Dividende haben, die größer als 1% ist. Das ist jetzt weniger wichtig, wenn die Dividende dafür stark gesteigert wird, wie es zum Beispiel bei Old Dominion Frightline der Fall ist. Da ist das Dividendenwachstum so stark, dass das in Ordnung ist. Und da kommen wir auch jetzt dazu. Also das Wachstum sollte über 5% sein, was die Dividende angeht. Und langfristig muss die Dividende definitiv vom Free Cashflow gedeckt sein. Wenn jetzt einmal ein Quartal oder zwei Quartale aufgrund hoher Investitionen nicht gedeckt sind, ist das kein Problem. Aber langfristig sollte da schon auf jeden Fall diese Free Cashflow-Deckung da sein. Ja, außerdem ist mit der Shareholder Return sehr, sehr wichtig, also Kombination Dividende und Aktienrückkaufprogramme. Und mir ist auch wichtig, dass das Unternehmen ja, Wert darauf liegt, dass der Aktionär hier an den Ergebnissen beteiligt wird. Also da schaue ich auch ganz viel immer die Earnings Calls und Investor Presentations mit rein. Ja, was für einen Wiedererkennungswert die Aktionäre hier bekommen. Ja. Ja, genau das gleiche gilt auch für die Kontinuität. Klar, umso länger, umso besser, wie schon erwähnt. Also Dividendenaristokraten oder Könige, das sehe ich natürlich alles sehr, sehr gerne. So viel zur Dividende. Grundsätzlich möchte ich jetzt nochmal was zum Vermögensaufbau mit Aktien sagen. Es geht hier nicht um irgendwelche Stories, um irgendwelche Geschichten,
weiß ich nicht, mir erzählt jetzt mein Onkel, dass jetzt eine Soundhound AI zum Beispiel die neuen krassen Server rausbringen, deswegen muss man die kaufen. Darum geht es bei meiner Anlagestrategie nicht. Ich investiere nicht in Aktien aufgrund von irgendwelchen Stories, sondern ich schaue mir völlig logisch und möglichst objektiv ein Unternehmen und seine Kennzahlen an und evaluiere, ob sich da ein Einstieg lohnt und mache das praktisch nicht abhängig davon, ob jetzt halt irgendjemand eine bestimmte Story zu erzählen hat, die eben jetzt dazu führen könnte, dass das Unternehmen seinen Kurswert steigert. Also ich konzentriere mich wirklich nur auf die Zahlen, Fakten und harten Daten und nicht auf irgendwelche Hirngespinste. Ja, grundsätzlich sage ich da auch immer, wenn ihr hier einen Vermögensaufbau mit Aktien machen wollt oder den macht, dann benutzt seriöse Broker mit niedrigen Handelsgebühren. Also man muss natürlich auch versuchen, möglichst viel dann rauszuholen. In meinem Fall wäre das dann sowas wie Finanznet Zero oder Scalable Capital. Könnt ihr euch alles mal anschauen. Habe ich auch in meinen Beschreibungen und Kommentaren immer verlinkt. Könnt ihr mal auschecken, wenn ihr noch vielleicht keinen Broker habt oder vielleicht eine zusätzliche Strategie braucht. Grundsätzlich wichtig, immer mit echten Aktien handeln. Da sind die beiden Broker auch gut aufgestellt, keine CFDs oder ähnliches. Ich möchte auch hier bei meiner Strategie nicht zocken. Ich trade nicht. Swing Trading, Day Trading ist alles für mich Quatsch, Schwachsinn. Also ich konzentriere mich auf langfristig orientiertes Anlegen über mehrere Jahre, Jahrzehnte hinweg und ich möchte mein hart verdientes Geld nicht an der Börse verzocken. Zusätzlich ist mein Depot relativ breit gestreut, nie bereut. Also da möchte ich schon mindestens 20 Aktien in meinem Depot haben, um eben auch hier ein bisschen das Gleichgewicht zu finden zwischen zu viel Aktien heißt wenig Performance und zu wenig Aktien heißt zu viel Risiko. Also ein bisschen die Balance eben zwischen Risiko und Diversifikation finden. Das ist so ein bisschen auch mein Ziel. Und zuletzt, Vorsicht ist besser als Nachsicht, also lieber mal eine Stunde mehr in die Analyse investieren, bevor man sich dann eben bei irgendeiner Aktie verbrennt. Ja, aber das war es jetzt hier zu diesem Video. Wenn es dir gefallen hat, lass doch gerne ein Abo da, würde mich freuen. Und sonst auch gerne einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns schon beim nächsten Mal. Und danke für die Aufmerksamkeit. Ciao.